Hallo, heute habe ich ein neues Unboxing für euch. Und zwar geht es um die Firma Karat Art. Let the pleasure begin. Und zwar habe ich einmal die Oster Mystery Box bestellt. Das sind diese 3 hier. Und dann habe ich mir tatsächlich noch ein Testkit bestellt. Und das Testkit ist so, dass ihr, da gibt es einen Gutscheincode und dann kriegt ihr quasi das Bild umsonst, kostenlos. Beziehungsweise müsst ihr nur, wenn ihr unter einem bestimmten Betrag kommt, die die Versandgebühren bezahlen. Ich habe mir hier ein Testbild ausgesucht und genau, weil ich bei Karat Art noch gar nichts probiert habe, aber ja, Oster Mystery Box musste sein. Ich habe gedacht, okay, ich konnte mich nicht richtig entscheiden, was nehme ich. Habe ich gesagt, okay, preislich war das okay für mich. Ja, habe ich genommen. Das packe ich mit euch aus. Falls ihr mal bei Karat Art bestellen wollt, dann könnt ihr einen Gutscheincode einlösen, der heißt RENA10. Ich blende euch das nochmal ein und schreibe euch das auch in die Produktbeschreibung rein. Das ist kein Affiliate-Link. Ich bekomme dafür gar nichts. Das ist quasi für euch einfach nur, ja, dass ihr mit einem Rabattcode dort bestellen könnt, um euch was Schönes auszusuchen und ein bisschen Geld zu sparen. Genau, dann wollen wir mal starten. Ich habe, damit das Video nicht so lange dauert, schon mal die einzelnen Sachen ausgepackt. Wir bleiben mal bei dem Testkit. Da ich ich mache bei Instagram mit, bei der Karat Art DP Challenge 2023. Das organisiert auf Instagram Perlas Diamond Painting und Lady Katniss. Ich verlinke euch das einfach in der Beschreibung. Und da geht es darum, dass Perlas Diamond Painting zieht jeden Tag eine Zahl. Ihr braucht einfach nur ein Bild von Karat Art, müsst es in 30 Fälle einteilen und dann geht es auch schon los um Perlas Diamond Painting. Zieht jeden Tag eine Zahl und die könnt ihr dann painten an dem Tag. Und dann könnt ihr unter dem Hashtag Karat Art DP Challenge 2023 eure Bilder auf Instagram posten, wenn ihr bei Instagram seid. Ja, ich mache da mit. Ich habe mir gedacht, okay, das Testbild, das probiere ich jetzt aus. Das kann ich so nebenbei painten. Und genau, was war dabei? Ich möchte das Motiv jetzt nicht zeigen, ja, weil sollte eine kleine Überraschung sein. Wie gesagt, bei Karat Art auf der Seite, da gibt es verschiedene Testbilder ja, zum Aussuchen. Und ich glaube 4 Stück haben die und ich habe mir da halt eins ausgesucht. Was immer dabei ist und was ich nicht wusste tatsächlich, ist bei diesen Boxen, die ich jetzt hier gekauft habe, sind tatsächlich überall Toolkits dabei. Und zwar nur bei den Künstlerbildern könnt ihr euch das aussuchen ohne, also da sind keine Toolkits dabei, da ist lediglich Washi-Tape und Wachs dabei. Und genau, ich hatte zwar noch extra ein Toolkit noch extra bestellt, weil ich nicht wusste, dass jetzt hier Toolkits dabei sind, aber naja, was soll's. Habe ich ein bisschen doppelt gemoppelt. Okay, also hier ist das klassische Toolkit dabei, wie ihr sehen könnt. Schiffchen, Wachs, Squishy und Pinzette, wobei ich hier jetzt runde Steine habe, aber trotzdem ist eine Pinzette dabei und es sind nochmal 2 Aufsetzer dabei und wie ich hier sehe, sind das auch die schmalen Aufsetzer. Das finde ich auch super. Ich mag nämlich die schmalen lieber als die breiten, also ein Dreier und ein Vierer, Dreier und Dreier. Ein Viereraufsatz und jetzt haben wir es, ein Siebener ist das, glaube ich. Genau. Und hier noch einen Stift, sodass man auch sofort losstarten kann. Macht natürlich beim Testbild auch Sinn. Habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Naja, jetzt habe ich ein paar weiße Schiffchen. Das ist auch dieses Mosfa-Schiffchen. Das heißt, die Unterseite ist nicht ganz glatt, sondern ein bisschen erhoben, sodass das nicht auf der Klebefläche, falls man das auf der Klebefläche beim Bild abstellt, auch nicht gleich kleben bleibt. Ne? Also dann lässt sich das noch schön lösen.
Ich habe dies hier ja schon ausgepackt, deswegen habe ich hier jetzt auch die Steine. Das sind runde Steine. Und ein bisschen Licht anmachen hier. Kann das vielleicht besser sehen? Oder blendet das nur? Blendet auch nur. Okay. Ja, aber so ist ja viel zu wenig, ne? So vielleicht. Genau. Also schöne Steine dabei, wie ich finde. Rund. Geht ja dann auch nochmal extra schnell. Ein Farbpäckchen von. Das weiß ich allerdings auch nicht, was das bedeutet. B 5200. Ich weiß nicht, ob die Nachtleuchten sind vielleicht oder das erschließt sich mir noch nicht. Ich habe das allerdings jetzt auch nicht ausgetestet. Genau, das ist das erste Bild. Knister, knister, Entschuldigung, wenn das so laut ist. Ich bemühe mich leiser zu sein. Für diejenigen, die mit Kopfhörer hören. Das war Nummer uno. Gehen wir mal nach der Reihe nach. Hier haben wir das kleine. Und da haben wir dieses schöne Bild, was ich auch schön finde. Das sind die 4 Jahreszeiten. So sieht das dann aus. Wie gesagt, Toolkit ist dabei. Kein Washi-Tape, aber wenn man mal guckt, das ist ganz minimal über den Rand. Also ich glaube, ein Washi-Tape brauche ich da sowieso gar nicht. Folie geht. Weder ganz dick noch ganz dünn. 30 mal 40 ist das Bild. Hat 38 Farben. Runde Steine. Das hier sind die Farben. Ich glaube, ich mache doch nochmal Licht an. Ein bisschen rumexperimentieren hier. So vielleicht. Hier sieht man die Farben ganz gut. Grün ist natürlich viel dabei. Genau. Ja, orange, gelb. Genau, so sieht das aus. Was ich auch gut finde hierbei jetzt bei Karatart ist, dass das in den Kartons kommt, sodass man sich das da auch wieder reinlegen kann. Und was ich auch gut finde, wir haben an jedem Karton auch gleich ein Motiv, damit man auch gleich weiß, was da drin ist. Das finde ich auch sehr gut. So, dann kommt die mittlere Box. Mittlere Box hat andersrum. Ich habe auch gesehen, Maries Diamond Painting, ist auch eine YouTuberin, die hat auch die Mystery Box bestellt, die Oster Mystery Box, und sie hat tatsächlich, also dieses Motiv und das, was ich eben gezeigt habe mit den 4 Jahreszeiten, das hatte sie auch, aber das große Motiv, was gleich kommt, das ist bei mir tatsächlich anders als bei ihr. Finde ich interessant, dass dann doch nicht jede Box dann auch gleich ist, ne? So, hier haben wir das Eichhörnchen. Das ist ein schönes Herbstbild. Ich finde es tatsächlich jetzt im Moment so gesehen erstmal ein bisschen pixelig. Ja, durch die Kamera geht's. Es ist 50 mal 40, 29 Farben. Hier haben wir Zippertüten. Ja, Toolkit haben wir auch wieder. Standard-Toolkit. Pinzette auch wieder. Ja, das ist überall gleich. So, mal gucken. So, hier haben wir Zippertütchen. Eckige Steine ist das übrigens.
Steine sehen gut aus, wie ich finde. Ja, dunkle Erdtöne halt, ne? Hier, viele Erdtöne. Deutsche Sprache, schwere Sprache heute. Genau. Grün, genau. Aber die Steinchenqualität, das sieht aus wie Hartsteine, die sind gewölbt. Okay. Genau. Das war das Motiv und dann kommen wir jetzt zum letzten. Wie gesagt, auch hier, wo habe ich es? Ist das Bild drauf? Genau. Und dann kommt das große Bild. Das ist im Querformat. Und Maries Diamond Painting hatte ein Landschaftsbild. Und ich habe hier jetzt dieses Heißluftballonbild. Vielleicht kennt das auch der eine oder andere. Das ist jetzt die Größe, steht hier gerade nicht drauf, 60 mal 45. 60 mal 45. Wir haben eine Papierlegende. Dann könnt ihr das auch noch mal schöner sehen. Heißluftballons. 30 Farben. Standard-Toolkit. Auch mit Pinzette und Mehrfachaufsätze. Zippertüten. Das finde ich auch gut. Wir haben eckige Steine. Also 2 eckige Bilder, ein rundes Bild sozusagen waren jetzt in dieser Mystery Box drin. Helle Farben, genau, kräftige Farben. Genau. Die Drucke lassen sich alle sehr gut erkennen. Können wir gleich nochmal gucken. Heißluftballons mag ich tatsächlich. Ich hätte es mir wahrscheinlich erstmal so nicht gekauft. Ja, ist halt so, ne? Wenn man Mystery-Boxen bestellt, dann möchte man sich ja überraschen lassen. Ich finde die Bilder jetzt okay. Ja, ich muss mal gucken, wann ich die painte. Sagt mir doch mal, gefallen euch die Bilder? Oder eher nicht? Eckige Steine habe ich schon gesagt, ne? Genau. Also hier sind jetzt auch keine Sondersteine dabei oder ABs. Das war jetzt, glaube ich, bei keinem Bild von denen. Wenn ich das hier richtig sehe. Genau. Ist mir jetzt so auch nicht auf Anhieb so aufgefallen, wenn man hier so in die Steine guckt. Nein. Aber große Tüten sind das. Gut beschriftet, sehr leserlich. Also das finde ich auch gut. Braucht man keine Aufkleber benutzen. Genau. Das war schon von mir. Das waren die 4 Bilder sozusagen. Genau. So, hier haben wir es nochmal. Kurz und knackig. Das war das Unboxing von Karatart. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und schaut gerne in die anderen Videos von mir rein oder auf Instagram, wenn wir diese Challenge machen. Bis dahin, tschüss und einen schönen Tag oder Abend.